Dieses Mal wird unser Thema sein, über Angst zu sprechen. Ich bin gebeten worden, ein bisschen zu erklären, wie wir aus Dharma-Sicht mit Angst, Ängsten umgehen können. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass dazu erstmal eine Menge zu sagen ist aus psychotherapeutischer Sicht. Es gibt ja die offenkundige Angst, wenn ich Angst habe oder eine Panikattacke. Und da ist natürlich das Allerwichtigste erstmal, mich oder die andere Person zu stabilisieren. Und dazu benutzen wir alle unsere Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit von dem, was Angst macht, zu lenken auf etwas, was Vertrauen und Stabilität gibt. Also, wenn wir zu zweit sind, dann können wir der anderen Person in die Augen schauen. Das stabilisiert, also der Augenkontakt. Wir können versuchen, auf den Atem zu achten, in die Körperempfindungen gehen, um aus dem verzweifelten Beschäftigtsein mit dem, was uns Angst macht, herauszufinden. Welche Methode auch immer wir anwenden, es geht erstmal darum, sofortige Erleichterung zu schaffen und in einen sicheren Raum hineinzufinden. Und dann ist so, wenn das erstmal gesagt ist, dann ist wichtig zu verstehen, dass Angst eigentlich ein allgegenwärtiges Thema ist. Hinter jeder Emotion steckt auch Angst. Also wenn ich etwas begehre, ist die Angst dabei, es nicht zu erhalten. Wenn ich etwas ablehne, wenn ich voller Wut bin, ist die Angst dabei, dass etwas Unangenehmes länger anhält. Wenn ich im Stolz bin, habe ich die Angst, abgelehnt zu werden. Mangelndes Selbstvertrauen ist auch mit der Angst vor Kritik und nicht geliebt zu werden verbunden. Egal welche Emotion wir nehmen, immer ist dieses Wechselspiel zu beobachten zwischen etwas, was wir wollen, und dem, was wir nicht wollen. Das eine ist der Aspekt der Hoffnung, sagen wir, und der andere ist der Aspekt der Furcht oder Angst. Und das begleitet uns ständig. Also schon allein die Angst, wenn ich kein Mittagessen bekomme, hungrig zu sein. Sorgen, die uns begleiten, sind immer Ausdruck von Ängsten. Und so haben wir es in dem Umgang mit Angst, mit einem Lebensthema zu tun, wo wir aufgefordert sind, in all die Bereiche, wo wir Angst haben, mehr Gewahrsein hineinzubringen. Also Gewahrsein bedeutet Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit in diesem Bereich, zum Beispiel Angst vor Ablehnung oder in dem Bereich Angst vor Krankheit, Angst vor dem Tod. Bedeutet, dass ich nicht gerade dann, wenn ich die Panikattacke habe, aber in ruhigen Zeiten, dass ich damit arbeite, die Bereiche, wo ich Angst spüre, kennenzulernen, mich dem ein wenig auszusetzen. Und so wie in der Psychotherapie achten wir auch in der buddhistischen Praxis darauf, dass wir gut verankert sind in der Ressource. Also wir nennen das Zuflucht in der buddhistischen Praxis, dass wir dort verankert sind, wo unser tiefstes Vertrauen ist. Vertrauen ist der direkte Gegenspieler von Angst. Vertrauen, zum Beispiel jetzt Vertrauen, dass ich ein- und ausatme, Vertrauen, dass der Körper im Moment ein sicherer Ort ist, und mit dieser Verankerung in den Körperempfindungen kann ich mich einem gewissen Wagnis aussetzen, etwas einzuladen, gedanklich, was eine ängstliche Unruhe erzeugt. Und bevor ich mich darin verwickle, gehe ich immer wieder zurück in die Atembewegung, in die Körperempfindung und pendle so. Es gibt aber tiefere Zufluchten, also sichere Orte. Zum Beispiel, wenn ich beginne zu erleben, dass der eigene Geist, wenn er entspannt ist, ein solch sicherer Ort ist. Also entspanne ich mich zuerst
trete ein in diesen sicheren Ort, in diese Dimension des Seins, wo keinerlei Angst ist. Und dann, wenn ich das möchte, nicht ständig, sondern nur, wenn ich möchte, dass ich wirklich mit diesem Bereich zu arbeiten, dann beginne ich, die Gedanken auszurichten auf das, was diese Unruhe hervorruft. Zum Beispiel die Angst vor dem Ungewissen, wenn mir vielleicht gekündigt wird, sei es die Wohnung, sei es im Beruf. Die Angst vor Trennung, wie ist es, allein zu sein, ohne den geliebten Menschen. Diese Gedanken lasse ich kurz auftauchen und kaum sind sie da, übe ich mich schon darin, wieder in diesen entspannteren, offenen Geisteszustand zu finden und die Gedanken sein zu lassen. Und ich sage das extra, dass das so kurz gemacht wird, weil die Angst ist eine starke Kraft und sehr schnell verlieren wir uns da drin. Es sind aber unsere eigenen Geistesbewegungen. Also Angst ist nicht etwas, was von außen kommt, sondern bedeutet, dass etwas, was uns Angst macht, so eine große Wichtigkeit bekommt in unserem Leben, dass unsere Aufmerksamkeit da voll sich darauf richtet, wie hineingezogen wird oder gesogen wird in diesem Bereich. Und wir müssten als allererstes die Fähigkeit entwickeln, diesem Sog zu widerstehen und rechtzeitig zurückzukommen in das atmende, verankerte Sein, wo ich den Stuhl spüre, den Körper spüre, den Atem, ich jemandem in die Augen schaue, so in dieses Vertrauen in die Grundnatur des Geistes. Und dann laden wir wieder diesen Gedanken ein, bis wir vertrauter werden in diesem Bereich und merken, ja, ich kann diese Gedanken, diese Vorstellungen zulassen, zum Beispiel krank zu sein, krank zu werden, eventuell zu sterben. Ich kann damit atmen. Ich beginne, diese Situation sozusagen zu durchatmen. Ohne die Gedanken wegschieben zu müssen, aber ohne mich darin zu verstricken. Ein Teil der Aufmerksamkeit ist in der ruhigen Präsenz und ein Teil ist immer wieder bei dieser Situation, die ich mir vorstelle. Und dieses Durchatmen bedeutet, dass ich das mit Gewahrsein durchdringe. Also ich werde immer vertrauter mit den Bereichen, die ich mir in den Geist hineinrufe, die für mich herausfordernd sind. Ich werde vertrauter. Ich schaffe es, mich diesen Szenarien zu stellen. Merke, es bringt mich nicht um, es haut mich auch nicht um. Merke, nein, es entsteht jetzt keine Angstwelle. Es fängt immer wieder an, so zu vibrieren, so, als ob es anfangen würde. Aber ich lerne die Fähigkeit, mich da immer wieder vertrauensvoll zu entspannen und zu sehen, dass es sich ja nur um eine Vorstellung handelt, die ich jetzt einlade. Und dieses Spiel ist das Allerwichtigste in der Dharma-Praxis, dass wir beginnen zu sehen, dass Angst durch Vorstellungen entsteht, von dem, was passieren könnte, von dem, wie es sein könnte, von dem, wie es wohl ist, wenn mir dieses und jenes widerfährt. Und dass wir genauso wie wir diese Vorstellungen hervorrufen können, erzeugen können, genauso können wir sie auch ziehen lassen und den Geist auf etwas anderes richten. Und wenn wir vertraut werden mit dieser Art des Konfrontierens unserer Ängste, dann zeigt sich für uns, dass Angst eigentlich gar keine Substanz hat. Es ist eine absolut faszinierende und überraschende Erkenntnis, dass wenn sich die Aufmerksamkeit in das Phänomen der Angst direkt hineinrichtet, also
Ich spüre die Angst und die Aufmerksamkeit geht nicht auf das, was mir Angst macht, sondern geht hinein mit so einem forschenden Interesse. Wo ist die Angst? Und tatsächlich ist sie in dem Moment nicht mehr zu finden. Und das ist eine ganz spannende Entdeckung, wenn wir so diese hohle Natur von Angst entdecken, dass da nichts zu fassen ist, dass da sich immer wieder einfach Raum auftut, da wo eigentlich so diese dichte, wie handfest gespürte Angst war, genau dort ist nichts zu finden. Und das macht uns natürlich immer sicherer, dass wir vor der Angst keine Angst zu haben brauchen. Wenn Angst auftaucht, lenken wir dann, wenn wir diese Fähigkeit entwickelt haben, unsere Aufmerksamkeit direkt in die Angst oder direkt dorthin, wo wir das Gefühl haben, ich habe Angst. Wo ist dieses Ich? Wo ist diese Angst? Das ist die besondere Bewegung, die wir im Dharma praktizieren, zusätzlich zu den psychotherapeutischen Methoden. Wir gehen mit der Aufmerksamkeit dorthin, wo es am engsten ist, wo es am verkrampftesten ist. Das ist ja die ursprüngliche Wortbedeutung von Angst, das kommt von Angina, von Enge. Ja, das ist so. Da, wo es eng wird, da geht das Gewahrsein hinein. Und wenn wir das lernen, dann sind wir voll im Zentrum der Dharma-Praxis, denn eigentlich geht es immer darum, Ängste aufzulösen. Ängste und Unwissenheit, also mangelndes Gewahrsein, nicht vertraut sein mit etwas, das ist eigentlich identisch. Angst ist der emotionale Ausdruck von dem sich nicht auskennen, nicht vertraut sein, von dem mangelnden Gewahrsein. Überall, wo es an Gewahrsein mangelt, wo wir uns nicht auskennen, entsteht Angst. So wie in einem dunklen Keller, wo wir uns nicht auskennen, ist dann schnell mal Angst da. Sobald das Licht angeht, sobald das Gewahrsein in diesen Bereich reinkommt, dann sehen wir, wie es ist. Und dann löst sich die Angst auf. Und dieses Sehenwerden mit all unseren Ängsten, das ist tatsächlich das Zentrum dann auch der Dharma-Praxis, also der buddhistischen Geistesschulung. Und wir üben es, wo immer wir können. Und sind uns natürlich dann auch bewusst, dass es ganz subtile Ängste gibt, ganz feines, wie so ein feines Vibrieren, was uns begleitet. Und auch da hineinblicken wir, auch damit werden wir vertraut, entspannen uns da rein. Halten es aus und merken, es macht gar nichts. Es sind nur so Wellen, die durchlaufen. Und die sich auch leer laufen, also die aufhören. Angst bleibt nicht. Wir sind nicht dazu geschaffen, ständig mit Angst zu leben. Die Natur des Geistes ist frei von Angst. Und natürlich ist es ein weiter Weg bis dahin, aber tatsächlich können wir das erfahren, so ganz ohne diese innere Unruhe zu sein, die Ausdruck von diesen Ängsten ist. Also das wünsche ich euch. Das ist ein jahrelanger Übungsweg und auch für mich geht er immer noch weiter. Die eigenen Ängste kennenzulernen, ja, mich anzufreuen, aber sie auch zu durchschauen und immer wieder diese Überraschung zu erleben, wie sie sich auflösen.